Stell dir vor, du bist alleine in einem dunklen Raum, aber du bist es nicht. Dann plötzlich stockt dir der Atem. Du spürst, wie sich die Luft verändert, die Schatten verschieben sich und es ist, als würde ein unsichtbarer Blick deine Schulter berühren. Woher kommt dieses Gefühl? Aus deinem Geist oder schaut wirklich jemand zu? In solchen Momenten stellt das menschliche Bewusstsein immer wieder dieselbe Frage. Gibt es Dschinn wirklich? Die Art und Weise, wie der Mensch die Welt begreift, stützt sich vor allem auf den Sehsinn. Was er sieht, hält er für real und was er nicht sieht, neigt er dazu, für nicht existent zu erklären. Doch im Laufe der Geschichte haben alle Kulturen eine intuitive Einsicht geteilt. Die Bereiche, die den Augen verborgen bleiben, sind keineswegs leer. Von der antiken arabischen Wüste bis zu den Steppen Zentralasiens, von den Häfen des Mittelmeerraums bis zu den Wüsten Afrikas erzählen unzählige Traditionen von Wesen, die die Welt mit uns teilen, jedoch nicht denselben Gesetzen unterliegen. Der Islam nimmt dieses alte Erbe auf und verwandelt es grundlegend. Dschinn werden zu einer der 3 grundlegenden Schöpfungen des Universums: Mensch, Engel und Djinn. Damit wird der Glaube an Dschinn aus dem Bereich der Volkslegenden herausgehoben und erhält einen festen Platz in der kosmologischen Ordnung. Der Koran beschreibt die Dschinn als aus rauchlosem Feuer erschaffene Wesen. Diese Formulierung bezeichnet nicht nur eine stoffliche Natur, sondern auch eine Verhaltensweise. Feuer ist schnell, formlos, ungeduldig, es flammt auf und erlischt im nächsten Moment. Der Mensch hingegen ist aus Erde, schwer, lernend, langsam geformt. Diese Differenz erklärt in der islamischen Tradition nicht nur einen körperlichen, sondern auch einen psychologischen Gegensatz. Der Mensch handelt nach Überlegung. Der Dschinn reagiert wie ein Funke, unmittelbar und ungebunden. Das Erstaunlichste ist jedoch, dass der Koran die Dschinn nicht nur erschafft, sondern auch direkt anspricht. Sie besitzen wie Menschen freien Willen, sie können glauben oder leugnen, Gutes tun oder Böses wählen. Die Sure al-Dschinn berichtet sogar davon, wie einige von ihnen der Offenbarung zuhören und sie akzeptieren, während andere sie zurückweisen. Dies weckt eine beunruhigende Frage. Wenn Freiheit kein exklusives Geschenk an die Menschheit ist, sind wir dann wirklich einzigartig im Universum? Vor dem Islam war der Glaube an die Dschinn ein Bewusstseinsprodukt der Wüste. Hitze, flirrende Luft, Schatten, die ihre Form verlieren und verschwinden. All das ließ die Menschen spüren, dass sie nicht allein waren. Verlassene Ruinen, Höhlen, Täler und Felsdurchgänge galten als Aufenthaltsorte dieser unsichtbaren Wesen. Die Angst vor solchen Orten entsprang nicht nur den Naturgefahren, sondern dem Gefühl, an die Grenzen der eigenen Wahrnehmung zu stoßen. Der Koran ordnet diese Vorstellungen neu ein. Dschinn sind keine zufälligen Geister, sondern moralische Wesen, die Verantwortung tragen und Rechenschaft ablegen müssen. Damit erhält jede Erzählung über sie philosophisches Gewicht. Die Idee eines unsichtbaren Nachbarn erzeugt nicht nur Furcht, sie erschüttert das menschliche Selbstverständnis. Wenn 3 bewusste Geschöpfe dieselbe Welt teilen, fällt der menschzentrierte Blick auf das Universum in sich zusammen. Die Tatsache, dass Dschinn den Menschen sehen können, während der Mensch sie nicht wahrnimmt, erzeugt eine besondere Form der Spannung. Gesehen zu werden, ist ein Beweis der Existenz. Unsichtbar zu bleiben, ist eine Form der Macht. Der Mensch fürchtet weniger das Unbekannte, sondern das, was ihn kennt, ohne sich selbst erkennen zu geben. Darum unterscheidet sich die Angst vor Dschinn fundamental von der Angst vor dem Teufel. Der Teufel wirkt im Inneren, der Dschinn steht außerhalb. Er beobachtet,
In vielen traditionellen Erzählungen nähern sich Djinn dem Menschen nicht durch Körperlichkeit, sondern durch seelische Zustände. Wer emotional erschöpft, verwirrt oder in plötzlicher Wut gefangen ist, gilt als besonders empfänglich. Die Djinn spüren solche Risse im Bewusstsein. Dies macht sie nicht zwangsläufig böse, doch es verstärkt das Gefühl einer unsichtbaren Präsenz. Ihre Nähe ist nicht an Orte gebunden, sondern an innere Zustände. Wenn wir eine Welt mit unsichtbaren Wesen teilen, können wir dann wirklich behaupten, jemals ganz allein zu sein? Die Wurzeln des Glaubens an Djinn reichen weit tiefer, als die moderne Welt vermutet. Heute betrachten wir Djinn meist als ein Phänomen der Religion, heiliger Texte oder des Volksglaubens. Doch ihr kultureller Ursprung reicht bis in jene ersten Momente zurück, in denen der Mensch mit der Natur allein war. Ein Knacken in der Stille der Nacht, ein unerklärliches Flüstern im Wind, das Gefühl, verfolgt zu werden, wenn man sich im Dunkel der Wüste verirrt. Die älteste Form des Djinn-Glaubens entsprang genau dieser Intuition des Anwesenden, das unsichtbar bleibt. Denn der Mensch spürt oft eine Gegenwart, selbst dann, wenn er äußerlich allein ist. In der vorislamischen arabischen Halbinsel dienten die Djinn dazu, die Unberechenbarkeit der Umwelt zu erklären. Die Wüste stellte den Menschen auf die Probe. Keinem Schatten konnte man trauen, keinem Wasserlauf, und selbst die Entfernungen schienen sich zu verändern. Geräusche wanderten, die Hitze verzerrte die Wahrnehmung und zwischen Tag und Nacht lag ein Abgrund. In diesem Umfeld war es sinnvoll und sogar überlebenswichtig, unerklärliche Ereignisse unsichtbaren Wesen zuzuschreiben. So wurden die Djinn zu einer Deutung der Geographie, eine Antwort auf die Stille, ein Name für die Furcht. Doch diese Wesen waren nicht nur ein Produkt der Natur, sie spiegelten auch das soziale Leben wider. Dichter schrieben ihre Inspiration den Djinn zu. Manche Erzählungen beschrieben sie als schützende Geister, die Reisenden beistanden, Dichtern Verse einflüsterten oder Kriegern Mut verliehen. Gleichzeitig glaubte man, sie brächten auch Wahnsinn, Zorn und Unglück. Djinn ließen sich nie in eine einzige Kategorie pressen, sie konnten sowohl das Gute als auch das Böse verkörpern. Diese Vielschichtigkeit unterscheidet sie seit jeher von anderen spirituellen Wesen. Mit dem Aufkommen des Islams wurden diese Vorstellungen nicht ausgelöscht, sondern in eine größere Struktur eingebettet. Der Koran bestätigt nicht nur ihre Existenz, sondern macht sie zu einem Teil der moralischen Ordnung des Universums. Die Djinn sind nun nicht länger mythische Gestalten, sondern Wesen mit freiem Willen. Sie können glauben oder leugnen, sie stehen Prüfungen gegenüber, ähnlich wie die Menschen selbst. Damit verschwindet die kosmische Einsamkeit des Menschen. Das Universum besteht nicht nur aus uns und den Engeln. Es gibt eine weitere bewusste Spezies. In diesem Rahmen werden die Djinn zu mehr als einem Glaubenskonzept. Sie werden zu einer metaphysischen Nachbarart. Sie existierten vor dem Menschen, leben parallel zu ihm, besitzen ihre eigenen Gemeinschaften, Anführer und Glaubensvorstellungen. Der Koran spricht davon, dass auch sie zur Religion eingeladen wurden und Verantwortung tragen. So treten sie aus dem Reich des Chaos heraus und werden zu ordnungsgebundenen, rechenschaftspflichtigen Wesen. Doch was die Djinn wirklich faszinierend macht, ist, dass sie trotz dieser Ordnung geheimnisvoll bleiben. Der Engel ist reine Gehorsamkeit. Der Mensch ist durch seinen Körper begrenzt. Der Djinn steht dazwischen. Seine Unsichtbarkeit befreit ihn. Seine Geschwindigkeit entzieht sich unserem Verständnis. Was keinen Körper hat, kennt keine Grenzen. Eine Tür ist für uns ein Hindernis, nicht aber für ihn. Wir bewegen uns linear in der Zeit. Er könnte mit einer Geschwindigkeit handeln, die wir nicht erfassen. Daher
gelten Dschinn im Islam weder als rein materiell noch als rein spirituell. Sie leben in einem Zwischenraum zwischen Sein und Nichtsein, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. Genau daraus entsteht die tiefste Form der Dschinn-Furcht. Menschen fürchten, was sie nicht definieren können. Ein Tier erkennen wir an seiner Gefahr, eine Krankheit an ihren Symptomen, einen Feind an seinen Absichten. Doch der Dschinn entzieht sich jeder Einordnung. Wann er erscheint, wann er verschwindet, was er will und welche Grenzen er hat, all das bleibt ungewiss. Die Angst vor Dschinn ist weniger physisch als kognitiv. Jeder unbeantwortete Raum im Bewusstsein wird zu einem möglichen Aufenthaltsort für sie. Dass der Glaube an solche Wesen in so vielen Kulturen existiert, ist kein Zufall. Überall auf der Welt hat der Mensch nach einem Namen für das Unbekannte gesucht. In Europa nannte man sie Goblins, in Zentralasien Albis, in Mesopotamien sprach man von unsichtbaren Geistern. Der Islam ordnete diese universelle Intuition in eine klare kosmologische Struktur ein. Und deshalb leben Dschinn bis heute in unserer Vorstellung weiter. Der Mensch erkennt die Welt durch Sehen, Hören und Tasten. Diese Sinne sind begrenzt. Er sieht nur bestimmte Wellenlängen, hört nur einen engen Frequenzbereich und nimmt nur feste Materie wirklich wahr. Dschinn hingegen sollen an diese Grenzen nicht gebunden sein. Für sie ist eine Wand kein Hindernis, Stille bedeutet nicht Abwesenheit von Information und Dunkelheit erzeugt keine Blindheit. Dies legt nahe, dass ihre Wahrnehmung nicht rein physisch, sondern auf einer tieferen Ebene funktioniert. In islamischen Quellen heißt es, dass Dschinn den Menschen von vorne und von hinten sehen, der Mensch sie jedoch nicht wahrnehmen kann. Diese Aussage deutet auf unterschiedliche Bewusstseinsebenen hin. Die Begrenztheit des menschlichen Körpers verhindert die Wahrnehmung der Dschinn, während es für sie keine materielle Barriere gibt, die ihre Sicht auf den Menschen einschränkt. Auffällig ist, dass klassische Texte ihre Wahrnehmung nicht sensorisch, sondern kognitiv beschreiben. Man sieht den Dschinn nicht, doch man spürt, dass er um dein Sein weiß. Traditionelle Erzählungen gehen sogar weiter. Dschinn sollen auch den geistigen Zustand des Menschen erfassen. Es handelt sich um eine Art emotionale oder intentionale Wahrnehmung. Wenn der Mensch Angst verspürt, verändert sich sein Puls, seine Atmung, seine Körperspannung. Doch für Dschinn, so heißt es, seien selbst diese körperlichen Reaktionen nicht notwendig. Sie würden den seelischen Schwingungszustand eines Menschen unmittelbar erfassen. Hoffnungslosigkeit, Wutanfälle, zerrissene Gefühle oder tiefe Einsamkeit gelten in alten Berichten als eine Art leuchtendes Signal, eine Einladung, die unbewusst ausgesendet wird. Der Mensch fühlt sich in solchen Momenten verwundbar und Orte der Stille oder Dunkelheit machen diese Verletzlichkeit sichtbar. Wenn ein Dschinn einen Menschen wahrnimmt, gleicht das nicht der Beobachtung eines Tieres durch ein Raubtier. Es wird als viel tiefer, innerlicher empfunden, fast wie eine Berührung der eigenen Befindlichkeit. Ein plötzlich kälter werdender Raum, ein unerklärlicher Schauder, das Gefühl einer fremden Präsenz, all dies gelten in den Überlieferungen als Hinweise darauf, dass der emotionale Zustand des Menschen eine Resonanz im Wahrnehmungsfeld der Dschinn erzeugt. Daher glauben manche Kulturen, dass ein Mensch, der innerlich aufgewühlt ist, leichter von Dschinn erreicht werden kann. Emotionale Instabilität fungiert dann als Schwelle, die zwei Existenzebenen einander annähert. Hier bietet auch die Psychologie eine bemerkenswerte Parallele. Der menschliche Geist neigt bei Gefahr zu sogenannten falsch positiven Signalen. Das heißt, er nimmt ein Geräusch oder einen Schatten wahr, obwohl objektiv nichts vorhanden ist. Das ist ein evolutionärer Mechanismus. In der Sahara war es besser, ein vom Wind bewegtes Sandkorn für ein Raubtier zu halten,
als ein Raubtier für ein Sandkorn. Diese übersteigerte Wachsamkeit bildet genau jenen psychologischen Boden, auf dem die Vorstellung von Dschinn gedeiht. Sie besetzen jene Zone zwischen unsichtbar und spürbar. Doch islamische Überlieferungen sehen diese Wahrnehmungen nicht nur als psychische Reaktionen. Die Art, wie Dschinn Menschen erfassen, wird auch mit ihrer Schöpfungssubstanz erklärt. Rauchloses Feuer. Feuer ist flüchtig, formwandelnd, beweglich und ungebunden. So soll auch die Wahrnehmung der Dschinn sein. Fluid, grenzenlos, nicht an Raumkategorien oder physische Hindernisse gebunden. Ein Dschinn kann in einem Raum anwesend sein, ohne sich auf denselben Raumbegriff zu beziehen wie der Mensch. Er sucht keine Schatten, kennt keine festen Oberflächen. Wenn ein Dschinn den Menschen sieht, ist das kein visuelles Ereignis. Es ist reine Erkenntnis. Der beunruhigendste Aspekt dieser Wahrnehmung ist jedoch folgender Gedanke. Was den Dschinn, den Menschen, sichtbar macht, sind nicht seine Handlungen, sondern seine emotionalen Öffnungen. Nicht, was wir tun, sondern wie wir uns fühlen. Tiefe Angst, geistige Unordnung, innere Unruhe oder dunkle Gedanken erzeugen, so heißt es, starke Resonanzen im Wahrnehmungsfeld der Djinn. Deshalb betonen viele Traditionen, dass Gebete in Wut geschwächt seien und dass Traurigkeit oder Verzweiflung den Menschen verletzlicher machen. Denn im Blick der Djinn ist der Mensch in seinem zerbrechlichsten Zustand am sichtbarsten. An dieser Stelle berührt die Djinn-Vorstellung fundamental philosophische Fragen. Wenn es Wesen gibt, die uns beobachten und diese Beobachtung emotional statt physisch geschieht, wie sicher sind dann die Grenzen unseres Selbst? Wenn wir nicht nur durch Taten, sondern durch Gefühle und Gedanken offen werden, was bleibt dann von jener Privatsphäre, die wir für selbstverständlich halten? Diese Fragen erklären, warum der Glaube an Djinn seine Kraft nie verliert. Denn der Djinn stellt nicht nur eine metaphysische Bedrohung dar, sondern eine psychologische. Er richtet sich auf die empfindlichsten Stellen des Menschseins. Der Ursprung des Glaubens an Djinn ist viel älter als der Islam. Er entspringt nicht nur einem theologischen Konzept, sondern einer uralten Wahrnehmung, die die Psychologie des Wüstenlebens geformt hat. Lange bevor die Menschheit Städte errichtete und die Natur beherrschte, musste sie den unerklärlichen Geräuschen der Nacht, dem Schauder verlassener Täler und der Intuition einer verborgenen Präsenz im Dunkel einen Namen geben. Denn erst wenn das Unbekannte benannt ist, kann der Mensch ihm begegnen. So entstanden die Djinn, genau an der Grenze des Unerklärlichen. Die Geografie der arabischen Halbinsel spielte bei der Entstehung dieses Glaubens eine entscheidende Rolle. Endlose Wüsten, steinige Pässe, Täler, in denen der Wind die Stimme wechselte und die plötzliche Kälte der Nacht. All dies machte den Menschen empfänglich für das Gefühl eines unsichtbaren Atems im Nacken. Die Einsamkeit der Wüste lehrt, wie laut Stille sein kann. Ein kaum hörbares Flüstern im Wind, ein leises Knacken im Schatten eines Felsens, die kalte Tiefe eines Brunnens. Sie alle nährten jene Grundfrage: Ist da jemand? Deshalb waren die Djinn schon vor dem Islam bekannt. Die Gesellschaft, in der der Islam entstand, betrachtete diese Wesen längst als Teil des Alltags. Man glaubte, dass Djinn verlassene Orte, Ruinen, Täler, Brunnen und Wegkreuzungen bewohnten. Dichter, Reisende, Hirten und Nachtwanderer erzählten Begegnungen weiter und schufen eine Kultur aus Furcht und Vorsicht. Einige Dichter sagten, ihre Inspiration stamme von einem Djinn-Gefährten. Andere führten Wahnsinn oder plötzliche Wutausbrüche auf einen Djinn-Besuch zurück. Djinn gaben Namen für das, was innerlich oder äußerlich unerklärlich war. Diese Glaubensstruktur war zugleich eine Art, die Umwelt zu lesen.
Die Wüste verlangte ständige Wachsamkeit. Dschinn waren daher Warnsignale. Sie erklärten, warum ein Tal gefährlich war, warum man nachts einen Brunnen meiden sollte oder warum Ruinen Unruhe erzeugten. Diese mythische Sprache verband sich mit einem Überlebensinstinkt. Das Gefühl, hier ist etwas, wurde zu einem Mittel, die Umwelt zu verstehen. Dschinn waren das benannte Gesicht des Unbekannten. Als der Islam kam, löschte er diesen alten Glauben nicht aus, er ordnete ihn neu. Der Koran verneint die Existenz der Dschinn nicht, er definiert sie klarer. Er beschreibt ihr Material, ihre Natur, ihre Verantwortung und ihre Prüfung. Damit holt der Islam die Djinn aus unscharfen Volksüberlieferungen in eine kosmische Ordnung. Sie sind nicht mehr bloß Schatten der Wüste, sondern eine handelnde Spezies mit Willen, Pflicht und Rechenschaft. Dass sie wie Menschen geprüft werden, verleiht ihnen ethische Bedeutung und erklärt, warum der Glaube an sie fortbesteht. Sie stehen nicht nur in Legenden, sondern auch in einem heiligen Text. Doch selbst die koranischen Erklärungen verschmelzen weiterhin mit lokalen Traditionen. Dass man vor dem Ausgießen von Wasser Bismillah sagt, gilt mancherorts als Warnung, um Dschinn nicht zu verletzen, verlassene Orte leise zu betreten, nachts bestimmte Felder zu meiden oder im Umkreis von Brunnen Licht zu entzünden. All dies sind stille Rituale, die das Verhältnis zum Unsichtbaren ordnen. Sie sind Strategien, mit Ungewissheit umzugehen, Respekt vor dem Unsichtbaren, Abstand zum Unbekannten. Hinter diesen Verhaltensweisen steckt nicht nur Furcht. Djinn galten auch als Quelle von Inspiration, Führung oder Warnung. Dichter sahen in ihnen Musen, manche Stämme suchten durch Feuer Schutz oder Beistand, andere vertrieben mit Ritualen böse Geister. Djinn waren Gefahr und Chance zugleich, ein Symbol des Vertrages zwischen Mensch und Unsichtbarem. Einzigartig an diesem Glauben ist das doppelte Verhältnis des Menschen zum Unbekannten. Djinn können erschrecken und belehren, schaden und schützen, dunkel oder weise erscheinen. Sie entziehen sich jeder eindeutigen Rolle. Sie stehen zwischen Gut und Böse, Bewusstem und Unbewusstem, Existenz und Nicht-Existenz, Wesen der Schwelle. Und genau deshalb verschwindet der Glaube an sie nie, denn Djinn verkörpern das Verhältnis des Menschen zum unerklärlichen Selbst. Die Wüste ist vielleicht nicht mehr unser Lebensraum, doch ein dunkler Flur, ein unerwartetes Geräusch in einer leeren Wohnung oder ein nächtliches Flüstern, das aus keinem Mund stammt. All das berührt denselben archaischen Nerv. Die Moderne hat die Angst nicht beseitigt. Sie hat ihr nur neue Formen gegeben. Ein Großteil dessen, was über Djinn erzählt wird, dient als Spiegel dafür, wie die Menschheit auf das Unbekannte reagiert. Sie sind einerseits Teil der Kultur, andererseits wirken sie wie ein Produkt unserer kollektiven Psychologie. Denn der menschliche Geist hat Schwierigkeiten, etwas Unerklärliches als Leere zu akzeptieren. Schon das leise Knacken in einem dunklen Raum wird als Bedrohung gedeutet. Ein Reflex, der aus der evolutionären Psychologie stammt. Unsere Vorfahren mussten jedes Geräusch, dessen Ursprung sie nicht erkennen konnten, als potenziell gefährlich einstufen. Diese ständige Wachsamkeit war eine Überlebensstrategie. Deshalb neigt das Gehirn noch heute dazu, in unklaren Signalen sofort eine Präsenz zu vermuten. Genau hier wird der Djinn zum Symbol dieses immer bereiten Alarmzustands. Der Djinn ist der Name für den plötzlichen kalten Luftzug, für das Gefühl eines Schrittes hinter dir, obwohl niemand da ist, oder für das schwere Gewicht auf der Brust während einer Schlafparalyse. Die moderne Medizin kann diese Phänomene erklären, doch die seelische Wucht des Erlebten wird dadurch nicht aufgehoben. Denn in diesen Momenten glaubt der Mensch tatsächlich beobachtet zu werden.
Und wenn eine Wahrnehmung so stark ist, entsteht Wirklichkeit nicht nur physisch, sondern psychologisch. Was die Djinn wirklich unheimlich macht, ist nicht ihre Bösartigkeit, sondern ihre Unbestimmtheit. Der Mensch fürchtet am meisten das, was er nicht sehen kann. Alles, was sich nicht definieren, messen oder kontrollieren lässt, wird im Geist zur Bedrohung. Darum ist die Angst vor Djinn eine andere als die Angst vor dem Teufel. Der Teufel verkörpert eine klare Rolle. Er ist böse, er verführt, sein Ziel ist eindeutig. Der Djinn hingegen bewegt sich zwischen den Rollen. Er kann Helfer, Feind, neutraler Beobachter oder vollkommen irrelevant sein. Genau diese Unberechenbarkeit ist der Kern der Djinn-Furcht. Viele Kulturen beschreiben Djinn daher als vielschichtige, wandelbare Wesen. Sie sind weder eindeutig gut noch eindeutig böse. Ihre Natur ist fließend, so wie die Komplexität der menschlichen Seele. Unsere Absichten, Ängste, Begierden und Schattenseiten sind unvorhersehbar und Djinn spiegeln genau diese Unvorhersehbarkeit wider. Deshalb erzählen Djinn-Geschichten nicht nur von äußeren Wesen, sondern bringen auch innere Konflikte, verdrängte Anteile und die dunklen Regionen des Selbst an die Oberfläche. Die moderne Psychologie erkennt die Funktion solcher Erzählungen an. Die Djinn-Figur hilft Gemeinschaften, unerklärbare Verhaltensweisen, Wutausbrüche, plötzliche Panikzustände, unerklärliche Krankheiten oder Traumata einzuordnen. Wenn der Mensch ein unkontrollierbares Phänomen einem äußeren Wesen zuschreibt, erlebt er eine psychische Entlastung. Der Djinn wird so zu einem Mechanismus, der kollektive Spannung reduziert. Er entlastet vom Schuldgefühl, kanalisiert Angst und stärkt oft den Zusammenhalt einer Gemeinschaft. Doch diese Erzählung birgt eine Gefahr. Djinn als reine Außeneinwirkung zu betrachten, kann den Menschen von seiner eigenen Verantwortung ablenken. Die Sufi-Tradition warnt ausdrücklich davor. Djinn können erscheinen, sprechen oder beeinflussen, doch all dies gilt als Prüfung. Für einen Sufi ist die Begegnung mit einem Djinn kein kurioses Ereignis, sondern ein Test der Achtsamkeit. Wer sich zu sehr an das Unsichtbare klammert, verliert sich in seinem Inneren, vergisst die Wirklichkeit und verirrt sich in Illusionen. Darum lehren klassische Sufi-Schriften: Erkenne die Existenz der Djinn an, aber gib ihnen nicht mehr Bedeutung, als ihnen zusteht. Wenn ein Djinn erscheint, ignoriere ihn, denn die eigentliche Prüfung liegt in dir selbst. Die Djinn-Erfahrung kann ein Spiegel sein, der zur eigenen Schattenseite zurückführt. Wer diesen Spiegel falsch interpretiert, verirrt sich im Chaos seines Geistes. Wer ihn richtig liest, kann daran wachsen und sich geistig verwandeln. Warum also ist der Glaube an Djinn in modernen Städten immer noch so stark? Weil Angst ortsunabhängig ist. Das Geräusch am Ende eines dunklen Flurs löst denselben Mechanismus aus wie das Flüstern in einer uralten Höhle. Der Moment des Zögerns vor einem einsamen Waldweg ist die städtische Version der Wüstenangst eines Nomaden. Wenn im Haus plötzlich das Licht ausgeht, erwacht dieselbe archaische Vermutung: Etwas kommt näher. Djinn verschwinden nicht aus dem modernen Leben, weil der menschliche Geist noch immer vor dem Unbekannten zurückschreckt, noch immer Leerräume füllen möchte, noch immer in der Stille eine Präsenz sucht. Technologie kann Kameras, Sensoren und Mikrofone bereitstellen. Doch keine davon erreicht jene tief verwurzelte Alarmanlage, die wir Intuition nennen. Denn die Bedrohung ist nicht physisch, sondern emotional. Der Djinn ist die Verkörperung genau dieses Gefühls. So überleben Djinn von Epoche zu Epoche, von Kultur zu Kultur. Die Form wechselt, das Wesen bleibt. Sie sind die Vertreter des Unsichtbaren. Vielleicht wirken Djinn-Geschichten deshalb überall vertraut und lösen universell dieselbe Angst aus. Da ist etwas,
aber ich kann es nicht sehen. Hast du etwas, das du nicht sehen kannst, das dich aber trotzdem beunruhigt?